Vor allem im Sommer, wenn ich kürzere Hosen trage, also natürlich ist es ein bisschen unangenehm, weil dann die Leute auch mal hinter dir herglotzen, sage ich jetzt mal. Aber für mich ist das normal und ich stehe da auch eigentlich total drüber. Ich bin Juna, bin 9 Jahre alt und habe die Krankheit Fibula-Aplasie. Das bedeutet, auf beiden Beinen fehlt mir das Wadenbein. Also die Juna, die ist wie die meisten Orthoprothesenanwender bei uns seit Geburt an eigentlich, oder sobald sich die Kinder das erste Mal anfangen zu vertikalisieren, kommen die eigentlich zu uns, um dann eben einfach die Versorgung zu kriegen, um dann auf zur Versorgung laufen zu lernen. Wir im Haus versorgen vor allem 3 große Krankheitsbilder mit Orthoprothesen. Das ist einmal die Tibia-Dysmelie und die Fibula-Dysmelie, wo das Schienbein und das Wadenbein betroffen sind. Und dann gibt es einmal noch PFFD, der proximale fokale Femodefekt, wo dann eben besonders die Hüfte und der Oberschenkel betroffen sind. Und da gibt es einige verschiedene Bauformen, die eben sich schon unterscheiden können, aber da ist es meistens so, dass wir je nachdem pro Fall neu entscheiden, was denn da am besten für Passteile oder für Versorgungsmöglichkeiten dann in Frage kommen. Also die Prothese, bei der Prothese wird etwas ersetzt, weil mir ein Fuß fehlt. Und bei der Orthoprothese wird etwas verlängert und gestützt, weil hier habe ich noch einen kleinen Fuß mit 3 Zehen. Eine Orthoprothese ist ein Hilfsmittel, das im Grunde eigentlich erstmal einfach das Längendefizit von den Beinen ausgleicht. Wir haben bei einem Großteil aller Dysmelien, also aller Fehlbildungen am Bein, immer einen Längenunterschied, wo einfach das Bein zu kurz ist. Und das erste Ziel ist, dass wir das Bein erstmal eben wieder auf die normale Länge bringen. Und damit sollen die dann erstmal stehen und dann natürlich auch gehen können und dann ganz normal am Leben teilnehmen können. Und der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist eben, dass wir trotz allem einen Fuß unten dran haben, mit einer Ferse, mit Sohlenhaut auch, die im Gegensatz zu der ganzen anderen Haut, die wir im ganzen Körper haben, viel mehr in der Lage ist, Last aufzunehmen und damit eben auch einfach keine Druckstellen kriegt und eben auch eine Ferse da ist, wo wir viel mehr Last aufnehmen können, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Amputation haben. Bei der Juna, da ist jetzt die andere Seite dann amputiert worden, weil dort einfach mehr Komplikationen aufgetreten sind und es dann von der Versorgungssituation insgesamt leichter war, einfach da eine relativ normale Unterschenkelorthoprothese hinzubauen. Und damit läuft die Juna jetzt seit vielen Jahren und wird eben seit Anfang an von uns auch versorgt. Und eben man versteht sich mittlerweile sehr gut, man kennt sich einfach auch seit vielen Jahren. Und genau, damit ist es dann auch ein sehr schönes Arbeiten. Also das sind die Stubis. Die benutze ich zum Beispiel frühs und in der Nacht, wenn ich zum Beispiel mal auf Toilette muss oder frühs schnell zum Reinschlüpfen. In die kann ich halt ganz schnell rein. Und das sind meine Sport- und Badeprothesen. Die nehme ich zum Sport, meistens im Sommer. Oder die kann ich auch zum Baden nehmen. Und das sind meine Alltagsprothesen, die habe ich sonst mal so an. Und ja, in der Nacht trage ich halt keine Prothesen. Also ich reite sehr gerne, da nehme ich meistens die normalen Prothesen, weil das mit den Sportprothesen sehr schwer geht. Ich fahre gerne Rollerblades oder Rollschuhe, da nehme ich auch die dafür. Schwimmen und tauchen tue ich auch sehr gerne, da nehme ich natürlich die Sport- und Badeprothesen. In den letzten paar Tagen haben wir die neu gemacht, die Alltagsversorgungen und die Stubis. Die haben halt nicht mehr gepasst und waren halt noch zu klein und das hat dann auch langsam angefangen weh zu tun. Zurzeit muss ich so ungefähr 3-mal im Jahr hier hin und einmal im Jahr werden die neu gemacht und 2-mal im Jahr ungefähr verbessert. Das Wachstum wird natürlich, umso älter sie werden, auch ein bisschen weniger. Wenn die dann im Teenageralter sind, ist es normalerweise so, dass sie nur alle halbe Jahr wiederkommen müssen, um nachzupassen. Und jedes Jahr ist es normalerweise so, dass es eine Neuversorgung gibt. Das kann aber auch unterschiedlich sein. Und umso älter die Menschen werden, besonders wenn sie dann ins Erwachsensein kommen, ist es so, dass normalerweise alle 4 bis 5 Jahre nochmal eine neue Versorgung gibt und eben dazwischen bei Bedarf repariert wird. Dann sind dann auch die Aufenthalte meistens ein bisschen kürzer hier und eben auch nicht mehr mit so viel Reise verbunden. Wenn die Orthoprothese dann fertiggestellt ist und die Kosmetik auch mit gefertigt ist, wollen wir natürlich damit auch beitragen dazu, dass die Menschen sich in ihrem Körperbild auch einfach wieder komplett fühlen und eben nach außen hin auch einfach komplett aussehen, dass sich niemand für eventuelle Fehlbildungen oder für seine Behinderung einfach schämen muss und dass wir dann da auch dazu beitragen, dass die Leute eben sich wohlfühlen in der Öffentlichkeit und nicht irgendwelche komischen Blicke kriegen oder sowas in der Art. Dass der funktionelle und der kosmetische Aspekt von der Versorgung beides gleichmäßig auch abgedeckt wird.